Herzlich willkommen in Nähen ganz einfach. Mein Name ist Lilo Siegel und ich freue mich, euch zum zweiten Teil begrüßen zu können, wie ihr diesen Kimono zusammennähen könnt. Ihr erinnert euch, der erste Teil war, wie ihr den Schnitt machen könnt, und deshalb gleich jetzt im Anschluss zeige ich euch herzlich gerne, wie ihr das ganze Teil zusammennäht. Also nochmals herzlich willkommen, und wenn ihr jetzt Lust habt, euch so ein Teil zu machen, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Auf geht's! Und damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Videoserie, nämlich wie nähe ich nun diesen Kimono zusammen. Nachdem ich alles zugeschnitten habe, mir alle Knipse reingemacht habe, Knipse, sprich was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel der Knips, wo wir den Ärmeleinsatz haben. Wir sollten uns eine hintere Mitte markieren und auch von dem Ärmel zum Beispiel bei beiden Kanten hier beim Stoffbruch auch hier eine Markierung setzen, denn das ist ja wie gesagt unser Einsatzpunkt auch hier für die Schulter. So, wie fangen wir an? Die erste kleine Arbeit, die ich gemacht habe, war bei meinem Teil die Schulternähte zu schließen. Dann lege ich dieses Teil erstmal weg und gehe an den Ärmel. Dazu nehme ich mir meinen großen Ärmelteil, hier wäre jetzt mein Bruch, und nehme mir das kleinere, das ich nur bis hierhin geschnitten hatte, und nähe diese beiden Teilen mittig. Sprich, so wie hier die Stoffbruchmitte ist, nähe ich diese beiden Teile hier aneinander. Könnt ihr hier sehen, hier wäre mein Stoffbruch gewesen und ich habe das kleine Teil genau hier mittig jetzt angenäht und habe es einmal auf dem kleinen Teil übersteppt. Das heißt, die Naht liegt jetzt zum kleinen Teil zu, denn wenn ich nachher den Ärmel das als Futter reinschiebe, paspelliert mir das nicht raus. Und das ist wichtig, falls ihr einen anderen Stoff für innen nehmt, dann steppt das bitte so gegen, denn dann sieht eure rechte Seite so aus und links paspelliert es minimal und das fällt dann wunderschön. Und bei dem Annähen dieses kleinen Teiles auf beiden Seiten einen guten Zentimeter offen lassen, aber vor- und zurücknähen nicht vergessen. Und so bereitet ihr erstmal beide Ärmel vor. Dann nehmt ihr das kleine Teil, schlagt es rechts auf rechts aufeinander und näht diese Naht von diesem kleineren Teil nur zu. Dann sieht das eigentlich so ein bisschen wie ein Vorderteil aus mit einem Ärmel, der dran hängt. Aber wir wissen ja, beides ist eigentlich unser Ärmel. Also nur diese Kante zunähen und gleichzeitig absäubern, wenn es sehr franzelt. Nun ist der geschlossen und nun haben wir ja automatisch den großen Ärmelteil hier aufeinander liegen, wenn diese Naht geschlossen ist. Und nun schließen wir diese Seite, die untere Kante, und gehen hier rauf bis zu unserer Markierung, die genau da wieder an der Stelle ist, an der anderen Seite, sodass wir nur hier ein Loch haben und haben bei dem gleichen Teil gegenüberliegend auch das Loch. Und hier seht ihr das bereits zugenähte, nämlich hier den kleinen Ärmel zugenäht und diese 3 Seiten bis zu meiner Markierung. Nun drehe ich diese Ecken schön rum und kändelt vorher alles gut ab, falls eventuell etwas sehr franzt und dementsprechend eben versäubert werden muss. Und nun ziehe ich den kleinen Ärmel einfach hier rein. Und wenn ich jetzt hier reingreife, seht ihr schon, das ist jetzt mein Teil, der hier reingenäht werden muss. So ist mein Ärmel nämlich dann fertig für die Verarbeitung, jetzt in das Oberteil reinzunähen. Aber dazu nähe ich nun erstmal, ich knipse hier ein wenig ein und nehme kantig erstmal diesen Ärmel zusammen. So, nun habe ich diesen Ärmel, der ja jetzt in dieses Armloch rein muss, auch schon zusammengenäht. Das heißt, hier ist mein Armloch-Eingriff und hier kommt mein Arm dann raus und alles ist sauber, inklusive, wenn ich hier reinschaue, durch diese Naht von diesem kleinen Teil, was wir hier hatten,
Dadurch ist hier drin alles sauber und mein Ärmelteil des Kimonos hängt hier einfach nur so runter. Auch hier die Seite ist schon komplett fertig jetzt und mein Armloch ist hier knapp zusammengenäht. Aber die Seitennaht ist noch offen, denn nun schaue ich nach meinem Knips, den ich mir hier oben, hier in der Mitte gemacht hatte. Denn dieser Knips kommt genau auf die Schulter drauf und das Ende meines Ärmels hier, das auf ist, kommt genau auf meine Knipse hier drauf. Das heißt, ich nähe jetzt nur den Ärmel hier ein an mein Vorderteil und an mein Rückteil, versäubere es wiederum, sodass der eingenähte Ärmel hier dann sauber ist. Hier greife ich so rein und nun schließe ich meine Seitennaht in einem, indem ich sie gleich versäubere. Aufgrund dessen sind meine Ärmel jetzt komplett fertig und die Seitennaht habe ich ebenfalls geschlossen, so wie ich es gesagt habe, nachdem der Ärmel eingenäht ist, und habe nun meine lange Blende genommen, die ich in einem schneiden konnte, und habe sie auf links 1 cm angenäht, komplett einmal rundherum, inklusive um diesen Halsring. Hier werde ich ein ganz klein wenig einschneiden, aber nicht viel, weil das relativ flach ist. Das ist absolut nicht notwendig. Und gehe wieder an meine Nähmaschine und schlage mir nun meine Teile um und steppe das nun einfach einmal hier drauf. Aufgrund dessen ist meine Blende komplett fertig und dann schlage ich meinen Saum, so wie ich es wollte, auf 1 cm und nochmal auf 2,5 rum und steppe den Saum durch. Und dann ist das Teil schon fertig. Was noch zu erwähnen wäre natürlich, ihr könnt euch zu dem Teil gerne aus dem gleichen Stoff, den ihr habt, einen Gürtel machen. Aber ich möchte dazu einen schwarzen Gürtel tragen oder vielleicht auch einen goldtonmäßigen, ähnlich wie ich das Muster hier in meinem Stoff drin habe. Das probiere ich dann aus und entscheide mich, welcher am besten passt. Und damit ist mein Unisex Kimono komplett fertig. Es waren ganz wenig Nähte, es war ganz wenig Zeichenarbeit, um den Schnitt zu erstellen, und es sind wunderschöne Geschenke für einen selber oder für jemand ganz Liebes oder auch als Partnerlook mit einem schönen Stoff, wenn man jetzt in der Winterzeit zusammen vom Fernseher und mit schöner Musik gemeinsam vor dem Kamin ein wenig kuscheln möchte. Und dann ist das bequem, dann ist das schön, sieht nicht nur gut aus, sondern wird auch jedem, der das tragen darf, viel Freude bereiten. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und hoffe, viele positive Antworten von euch zu erhalten, dass ihr euch und eurem Partner oder für Freunden genau so ein schönes Teil nähen werdet. Bis bald mal wieder. Ich sage Tschüss, eure Lilo.